bin Kaveh, bin gebürtiger Iraner, lebe in Deutschland seit 80er Jahren und in Bochum sesshaft, lebe seitdem auch in Bochum. Ich mag Natur. Das ist, was mich fasziniert hat, auch in Bochum. Und in die ersten Zeiten kann ich mich gut daran erinnern, dass ich nur rumgelaufen bin, bergauf, Berg runter, hinter der Uni, überall, um diese Natur zu genießen und die Ruhe, die da war. Wenn man von einer Großstadt kommt, der richtig chaotisch ist und belebt, extrem belebt, dann genießt man die Ruhe, die man dann hier in der Natur findet, in diesem Form hier in Deutschland, eigentlich in Bochum. Und natürlich damals war hinter der Uni richtig hügelig und weitläufig, keine Gebäude, war noch nicht so bebaut. Und manchmal konnte man durch diese Wald, was hinter der Uni war, bis Kemnadesee laufen. Und es war ein schönes Erlebnis. Einfach dann durch die Hügel und Wälder zum Wasser zu kommen. Und das liebe ich. Das Wasser. Finde ich schade, dass dieser Kemnadesee oder ein bisschen abseits ist. Hätte lieber, dass das durch Bochum fließt. Weiter hinten sehe ich auch jetzt die ganzen Familien, die da Picknick machen. Das ist wunderbar. Das schafft einfach ganz andere Gefühl von Entspanntheit und Gelassenheit und natürlich auch Gemeinsamkeit. Ja, ich sehr schätze hier. Im ersten Studium habe ich gemerkt, habe ich nebenbei, dass ich, also meine Interessen bin ich nachgegangen, was ich wirklich, wirklich will. Und stellte fest, ich mag etwas, was man nicht am Ende sieht, was das wirklich ist, sondern durch Prozess sich ergibt. Nicht, dass man vorher weiß, gut, das und das und das, 1 plus 2 wird ähm, eben das, was er eben so wird. Ähm, Dann nebenbei habe ich angefangen zu malen, was ich mir gerne tat. Und das auch an der Uni, dieses musische Zentrum, was ich toll finde, eine Möglichkeit für Studenten, sich da auszutoben, sich anderes erleben, sage ich, und bei sich mit sich selbst zu sein. Und diese Möglichkeit habe ich genutzt und stellte fest, das ist das, was ich machen möchte und nichts anderes. Und habe angefangen, diesem Interesse nachzugehen. Erst mal so autodidaktisch, richtig, für mich. Dann hatte ich das Gefühl, irgendwas fehlt und habe angefangen, mich zu bewerben. Kunsthochschulen, habe ich auch dann aufgenommen worden und dann habe ich eben dann in Düsseldorf studiert. War eine sehr interessante Zeit, habe viel gelernt über mich selbst. Das ist eine Möglichkeit, wirklich, als ob, als ob man in so ein Kloster gehen würde, die Zeit, um das zu erleben, sichtbar machen, was innen läuft, ne, und das, was abgeht. War sehr interessant. Interessante Zeit, weil auch dann, man hat noch die Möglichkeit, über sich, die Welt nachzudenken, über die ganze Kunstgeschichte lernt man, über die ganze Philosophie und also es ist ziemlich weitläufig. Ne? Da muss man sehr viel Informationen für sich holen und dann einfach sich damit bewegen. Sonst würde immer wieder was fehlen, hatte ich den Eindruck. Und das hat einfach das zugebracht, dass ich dann äh, meinen Lebensunterhalt damit verdient habe, auch da weiter gut fast 25 Jahren als freischaffender Künstler gearbeitet. Habe ich Kunsttherapie angefangen zu studieren, ein Aufbaustudium als Kunsttherapeut. Also ich wollte Kunsttherapeut werden oder mindestens Kunsttherapie studieren. Habe ich es auch. Hat es mir auch sehr gut getan.
habe mich wirklich, wirklich in diesem Studium innerlich gewisse Ruhe gefunden und gewachsen. Es geht alles um persönliche Entwicklung und nichts anderes. Und das war wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich angefangen, als ich mit dem Studium fertig war, äh, habe mich beworben. War mir egal, wo ich anfange. Es musste nicht unbedingt Bochum sein. Überall, in ganz Deutschland habe ich mich beworben. Und irgendwann bekomme ich so einen Brief, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch kommen sollte, wurde eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das war in Essen, Camillus Haus, Fachklinik, versucht. Bin hin und die haben mir erzählt, ich hätte mich hier initiativ beworben. Ich sage, ich habe das gemacht. Ich hatte vollkommen vergessen gehabt. Aber die meinten, ja, ich hätte mich. Ich sage, sind Sie sicher, dass ich mich hier beworben habe, nicht irgendwo andere Stelle in Essen? Nein, Sie haben hier sich beworben. Gut, haben wir uns unterhalten und die haben gesagt, wann ich anfangen kann. So überrascht war ich. Ich sagte, ja, vielleicht nächsten Monat. Nein, konnte sie vielleicht früher. Also ich sage, gut, kann ich dann mindestens 2 Wochen haben. Und nach 2 Wochen habe ich da angefangen. Ein offenes Atelier. Für viele die Möglichkeit schaffen, einfach hinzukommen und sich ausdrücken. Mit ganz anderen Mitteln, was sie vielleicht nicht so ausdrücken konnten. Natürlich wäre mir lieb, auch wenn in diesem freien, offenen Atelier Tanz angeboten würde. Theater will ich nicht sagen, weil Theater wird genug in Bochum angeboten. Tanz, ja, man würde sagen, auch jetzt Volkmann wäre hier und es gibt, aber es geht nicht für alle. Darum geht es. Ich will nicht Elite nennen, aber es ist doch dann. Ne? Ähm, ich kann auch sagen, ich meine, ich habe auch ein Elite-Studium hinter mir. Aber das ist das Elite. Ein Zugang muss man für alle schaffen in einer gewissen Hinsicht. Ähm, nicht um Kunst zu machen, sondern ein Ausdruckmittel zu finden, sich ausdrücken. Wer Kunst machen will, sowieso ist gescheitert von Anfang an. Also das geht nicht, das habe ich so oft erlebt. Also diese Möglichkeit wäre super. In gewissem Alter sind Senioren, die allein zu Hause rumsitzen, da finden sie vielleicht eine Gemeinschaft. In solche äh, können sie mit sich selbst sein, für sich sein und trotzdem Gemeinschaft. Und das ist dann ein, nicht nur wünschenswert, das wäre ein klasse Ding eigentlich für Bochum. Viele würden gerne auch da arbeiten. Es gibt so viele Maßnahmen, also man erzählt auch von Arbeitslosigkeit und viele, die keinen Job finden, die konnten das machen. Vor einem Jahr zum Beispiel eine Maßnahme kriegen, dass sie sowas mitmachen. Natürlich, die ein bisschen qualifiziert sind, um solche Sachen zu machen. Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Und ich denke, Hustadt, weitläufig Pflaster. Konnte man nicht eine Nachbarschaft Garten schaffen, dass jeder Nachbar eine Ecke für sich hat und die sich um diesen grüne Fläche kümmern und zusammen sind, miteinander sind? Das wäre auch was Schönes. Hier haben wir Wiesental. Aber was haben wir dann in der Stadt? Ja, man sagt im Wald. Ja, aber ob die auch im Wald gehen? Ja, etwas, was die Kinder konnten da spielen. Der schafft Gemeinschaft. Mindestens ein schöner Bach durch den Bochum läuft. So wirklich. Ein, ein Fluss, irgendwas, Wasser muss fließen, durch diese Stadt fließen. Und diese Plätschern des Wassers beruhigt, schafft ganz andere Atmosphäre, es beruhigt. Es gibt die Leute einfach diese gute Gelassenheit, mal im Wasser zu schauen, das Fließen lernen und es heilsam. Also, und wenn ich sowas sehe, so davon spreche, sehe ich gleichzeitig Kinder, dass die im Wasser spielen.
Rumplatschern im Sommer. Und ja, natürlich die entsprechende Vegetation dazu. Ja, was hältst du davon? Jetzt hat man Koenigsallée von oben bis unten asphaltiert und super toll gemacht. Finde ich sehr schön. Sieht auch gut aus. Ach, konnte man nicht das noch weitläufiger machen? Bis zur Innenstadt? Das wäre was. Zentriert, in Einklang mit Natur, bei mir selbst zu sein. Oder spüren, dass ich zu den Ganzen gehöre. Das macht mich glücklich. Das Gefühl ist wunderschön. Was ich gerne loswerden will, ist, dass ein Projekt, wenn in Laufen gebracht wird, ist eine prozesshafte Geschichte, nicht zielorientiert und ergebnisorientiert, zielorientiert schon, aber nicht ergebnisorientiert sein sollte, sondern prozessorientiert. Und das kann erst fruchtbar werden, wenn man das laufen lässt und vielleicht über diese 3 Jahre hinaus, wo ich gesagt habe, das ist lächerlich, ne? Diese 3 Jahren Geschichten. Ähm, wieso nicht eben 6, 2 mal 3 wäre auch mal eine Möglichkeit. Oder 3 mal 3 wäre 9. 12 ist am schönsten, ist es die Zahl, wo alle damit was verbinden, also bitte. Dann, 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 dann hat einen guten Nährboden, Wurzel vor allem. Und dann kann man davon reden, dass sie etwas gebracht hat, dass man das gemacht hat. Und die nächste Generation wird dafür danken.